Du möchtest naschen ohne Reue? Na, dann habe ich heute das richtige Rezept für dich. Ich übergieße hier die ganzen Mandeln einmal mit kochend heißem Wasser aus dem Wasserkocher. Wie man Marzipan mit Zucker herstellt, das habe ich hier oben rechts schon mal gezeigt. Heute gibt es die zuckerfreie Variante. Dieses Mal habe ich mal was ausgetestet. Beim letzten Mal habe ich das nämlich 15 Minuten quellen lassen. Und jetzt habe ich das wirklich nur mit heißem Wasser übergossen, 5 Minuten stehen lassen und dann genauso wie vorher in einem sauberen Küchentuch einmal trocken gerubbelt, damit sich die Schalen vielleicht schon so ein bisschen lösen, um einfach zu gucken, welche Methoden sind hier einfach die besseren. Und bei den meisten Mandeln ging es tatsächlich richtig schön gut weg. Und einige haben auch noch mal den Tipp gegeben, das kalt abzuschrecken. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, wäre sonst auch noch eine Möglichkeit. Und einige Mandeln, die waren tatsächlich schwer zu schälen, obwohl ich sie richtig heiß überbrüht habe. Hier könnt ihr sehen, das war ein bisschen Friemelei. Also beim nächsten Mal werde ich sie wieder ein bisschen länger köcheln lassen. Schreibt ihr mir unten aber gerne in die Kommentare, wie das bei euch am besten klappt. Und dann habe ich mir Dattelrohmasse besorgt. Das ist nur aus Datteln. Die ist sehr dunkel. Gibt's jetzt hier, in dem Fall habe ich das bei DM gekauft. Ist so eine weiche Paste. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Zeige euch aber auch, wie ihr das Ganze selber machen könnt. Alles hier in diesem Video. Und wenn euch solche Informationen gefallen und ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert kostenfrei meinen Kanal. Ich freue mich riesig darüber. So, und hier steckt die Folie so zwischen diesen zwei Schichten. So sieht das Ganze innen aus. Also wirklich nur Datteln fein püriert, ganz einfach zu verarbeiten. Und dann dachte ich mir, kann man diese Dattelpaste vielleicht auch selber machen? Habe mir so 100 Gramm Datteln genommen, sie einfach mit Wasser ein bisschen übergossen und habe sie dann jetzt in meinen Mixer gegeben. Und man muss natürlich dazu sagen, die Industrie hat da natürlich kraftvollere Maschinen. Also ich habe jetzt hier diese 100 Gramm ein bisschen püriert und dann, naja, stagnierte das Ganze ein bisschen. Also habe ich nochmal ein bisschen Wasser hinzugegeben, wieder den Deckel drauf gemacht, weiter püriert, immer so pulsartig in meiner Küchenmaschine. Das ganze Equipment, was ich nutze und euch auch empfehlen kann, das findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Da steht dann auch immer das Rezept, wobei das auch noch mal zum Schluss kommt. Dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. So, und ihr seht, die Masse ist jetzt schon wesentlich heller als das, was ich gekauft habe. Und als ich dann noch mal ein bisschen Wasser hinzugegeben habe, dann war das zwar schön homogen, aber tatsächlich viel heller als das, was ihr im Supermarkt gekauft habt. Man könnte das Ganze jetzt, weil es flüssiger ist als das, was ihr so holen könnt, noch ein bisschen einkochen. Dann wird das Ganze fester. Nichtsdestotrotz könnt ihr diese fertige Dattelmasse selbstverständlich zum Süßen verwenden. Dazu möchte ich aber Folgendes sagen. Natürlich ist zuckerfrei besser und gesünder. Machen wir uns nichts vor. Zucker ist super schädlich. Allerdings sollte man, wenn man den Zucker durch Früchte austauscht, aufpassen. Denn solche Sachen sind in hohen Mengen, also wenn man zum Beispiel ganz viel Säfte trinkt oder so weiter, ist das nicht gut für die Leber. Das heißt, in Maßen ist das okay, aber ein zu viel ist wieder falsch. Ich würde aber auch tatsächlich, wenn ich mich zuckerfreier ernähre, eher dazu greifen, als zu so einem künstlichen Zucker wie zum Beispiel Erythrit oder so. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Möglich ist das selbstverständlich. Ich zeige es euch jetzt nur hier, wie ihr zuckerfrei das machen könnt. Gegebenenfalls gibt es ja auch hier Unverträglichkeiten oder jemand möchte einfach ein bisschen mehr drauf achten. So, die Mandeln gehen dann jetzt natürlich genauso in die Küchenmaschine wie bei der Zuckervariante. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe sie nicht so gründlich gemixt dieses Mal. Und ich hatte mich jetzt bei diesem Versuch dazu entschlossen, erst einmal die Fertigpaste aus dem Supermarkt zu nehmen, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass da jetzt eher zugegriffen wird, wenn ihr die selbstgemachte Dattelpaste verwendet. Dann habt ihr ja diese flüssigere Konsistenz. Dann könnt ihr das Rosenwasser, was ich später hinzugebe, einfach weglassen.
Also das erstmal weglassen, gucken, wie sich das verhält und im schlimmsten Fall gebt ihr Rosenwasser, Wasser oder Bittermandelaroma. Dann später einfach nochmal hinzu, guckt einfach, wie das bei euch ist. Es kann auch sein, dass ihr keine ganzen Mandeln verwenden möchtet, dass ihr sagt, ich möchte das jetzt unbedingt nachmachen. Es ist jetzt kein Supermarkt offen, aber ich habe jetzt noch gemahlene Mandeln im Hause. Natürlich könnt ihr das dann auch machen. Dann kann es aber tatsächlich sein, dass das Ganze trockener wird, vielleicht auch nicht ganz so aromatisch ist. Von daher gucken, wie sich die Masse einfach verhält. Das kann ich tatsächlich nicht anders sagen. Hier ist jetzt bei mir das Rosenwasser, was ich noch hinzugegeben habe. Das kann, wie gesagt, auch durch Wasser oder Bittermandelaroma ersetzt werden. Ich finde das Ganze viel leckerer mit Rosenwasser. Also ich habe es ja schon im ersten Marzipan-Video gestehen müssen, dass ich eigentlich gekauftes Marzipan gar nicht mag, aber das selbstgemachte ist super lecker. So, und das ist jetzt bei mir das Ergebnis. Also von der Konsistenz genauso wie das mit Zucker, aber eine schöne Alternative. Vielleicht möchtet ihr auch Gebäck für Kleinkinder machen, da finde ich das tatsächlich sinnvoller. Das Ganze hält circa eine Woche abgedeckt im Kühlschrank. Die mit Zucker hält circa 2, 3 Wochen. Und hier sind weitere Videos, in denen wir uns wiedersehen und ich sende euch ganz viele liebe Grüße. Eure Emma.